Привет! Im heutigen Video sprechen wir über eine ganz besondere Kategorie von Skincare und zwar Tagescremes mit integriertem UV-Schutz. Davon gibt es ja unzählige auf dem Markt, egal in welchem Bereich wir uns bewegen, egal ob im Drogeriebereich oder aber auch im High-End-Bereich. Und ich weiß zumindest, dass viele diesen UV-Schutz bei Tagescremes sehr positiv darstellen und das auch ja in gewisser Weise feiern, wenn ihre Creme einen integrierten UV-Schutz hat. Aber, und das ist das Problem, bei diesen Tagescremes gibt es ein großes Aber. Und über dieses große Aber möchte ich heute mit euch sprechen. Ich muss mich bloß versuchen, ein kleines bisschen zu beruhigen, weil ich vorhin ein Video von meinem fertigen Buch zugeschickt bekommen habe und jetzt total aus dem Häuschen bin. Deshalb einmal einatmen, einmal ausatmen, um wieder zu diesem Thema zurückzukommen, über das wir jetzt sprechen werden. Als Beispielprodukt habe ich mir heute diese neue Tagescreme von Balea ausgesucht, aber ihr könnt euch natürlich stellvertretend jede andere Tagescreme mit Lichtschutzfaktor denken, die da jetzt irgendwie reinpasst. Ich habe heute einfach diese hier gewählt und das ist die Niacinamid Tagescreme mit 10% Niacinamid, die auch komplett parfümfrei ist und einen Lichtschutzfaktor von 30 aufweist. Das hat auch übrigens einen Grund, warum auf solchen Tagescremes meistens LSF, also Lichtschutzfaktor, draufsteht, denn es soll nicht der Eindruck entstehen, dass es sich hierbei um ein Sonnenschutzmittel handelt. Das größte Problem an Tagescremes mit UV-Schutz ist mitunter die Auftragsmenge, denn solche Produkte und auch Sonnenschutzmittel werden nach einer standardisierten Methode getestet, bei der 2 Milligramm des Produkts je Quadratzentimeter Haut aufgetragen werden. Dann wird es unter ganz bestimmten Bedingungen bestrahlt und ausgewertet, inwiefern das Produkt eben vor UVB-Strahlung schützt, sprich SPF, also Sun Protection Factor, der Sonnenschutzfaktor, aber auch dieser Lichtschutzfaktor sagt hauptsächlich etwas über den Schutz vor UVB-Strahlung aus, die unter anderem für Sonnenbrand verantwortlich ist, aber natürlich auch für ein erhöhtes Hautkrebsrisiko. Um diesen angegebenen Schutz auf eurer Tagescreme zu erreichen, müsst ihr dann auch entsprechend eine gewisse Menge auftragen und die beläuft sich auf circa 1 Gramm fürs komplette Gesicht. Diese Menge passt einfach für die meisten Menschen, weshalb auch ich immer sage, dass 1 Gramm einfach auch eine richtig gute Empfehlung ist, was Sonnencremes und Produkte mit UV-Schutz angeht, weil wir ja auch unsere ganzen Cremes und sowas nie perfekt auftragen können, weil die Haut ja auch nicht komplett glatt und ebenmäßig ist. Deshalb ist es ja auch nicht verkehrt, ein kleines bisschen mehr aufzutragen. Allerdings ist es so, dass viele von uns gar nicht so viel Produkt verwenden, was Tagescremes betrifft. Da schwanken auch die Werte, die ich dazu gefunden habe. Es gibt Werte, die bewegen sich in Richtung 0,57 Gramm, aber viele sind einfach unter 1 Gramm, sprich die meisten von uns tragen auch nicht die entsprechende Menge auf, die man verwenden müsste, um den deklarierten Schutz auf so einer Cremetube zu erreichen. Und das möchte ich euch jetzt auch noch mal kurz in Aktion zeigen, also wie 1 Gramm von dieser Niacinamid Tagescreme auf meinem Gesicht aussieht. So, ich habe mir mal 1 Gramm von der Tagescreme mit Lichtschutzfaktor 30 abgewogen und würde das jetzt einfach auf mein Gesicht auftragen. Vergesst bitte nicht, dass die meisten von uns deutlich weniger auftragen, vor allem was eben Gesichtscremes angeht, und dass die Werte, die sich zwischen 0,57 Gramm und 0,9 irgendwas Gramm bewegen, dass die natürlich alle Formen der Gesichtscremes einbeziehen, sprich auch Produkte, die keinen integrierten UV-Schutz haben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist auch relativ groß, dass die Menge noch geringer ausfällt. Dann legen wir mal los. Das war jetzt übrigens circa die Hälfte, sprich die Menge, die die meisten von uns auftragen, wenn sie denn eine Gesichtscreme verwenden. Und damit würde man selbstverständlich den deklarierten Schutz auf der Verpackung definitiv nicht erreichen. Deswegen trage ich jetzt mal den Rest auf.
Also ich muss schon sagen, dass das auf jeden Fall eine dieser Tagescremes ist, die in der korrekten Auftragsmenge durchaus funktioniert, wie man erkennen kann. Sie fühlt sich zwar etwas schwartig, ölig und relativ schwer auf der Haut an, aber ich konnte sie zumindest in der korrekten Menge auftragen. Das kann ich von anderen Produkten, die ich in diese Richtung getestet habe, auf jeden Fall nicht behaupten. Ein weiteres großes Problem bei diesen Tagescremes mit integriertem UV-Schutz ist einfach die Tatsache, dass sie keine Alternative zu Sonnencremes bzw. Sonnenschutzmitteln sind. Und das kann man auch in einem Synthesepapier der Europäischen Kommission aus dem Jahre 2006 nachlesen. Da steht nämlich drin, dass Tagespflege bzw. dekorative Kosmetik nicht zum ausschließlichen Schutz vor UV-Strahlung gedacht sind und deshalb eben auch nicht als Sonnenschutzmittel angesehen werden sollten. Und das ist so ein wichtiger Faktor, den man da bedenken sollte, weil ihr ja auch auf euren Sonnencremes ein UVA-Siegel vorfinden könnt. Und das bedeutet einfach, dass der UVA-Schutz mindestens 1/3 des UVB-Schutzes entspricht. Und jenes UVA-Siegel könnt ihr auf euren Tagescremes einfach auch nicht vorfinden. Das heißt, wir haben ja auch keinerlei Info dazu, inwiefern oder wie gut so eine Tagescreme eben vor der UVA-Strahlung schützt. Und davor sollte man sich natürlich auch schützen. Nicht nur vor der UVB-Strahlung, sondern auch vor der UVA-Strahlung, weil die einfach auch tiefer in die Haut eindringen kann, DNA schädigen kann und das wiederum erhöht das Hautkrebsrisiko. Und sie ist auch für die vorzeitige Hautalterung verantwortlich, für alle, denen das wichtig sein sollte. Deshalb sind solche Tagescremes einfach keine wirkliche Alternative zu Sonnencremes und sollten als solche auch definitiv nicht gesehen werden. Und natürlich ist es so, dass in den Tagescremes auch UVA-Filter enthalten sind, die eben die UVA-Strahlung absorbieren und in unschädliche Wärme umwandeln können. Allerdings fehlt ja halt, wie gesagt, der Hinweis in Form eines UVA-Siegels oder irgendeiner anderen Info, wie gut dieser UVA-Schutz halt ausfällt. Und das habt ihr auf euren Sonnenschutzmitteln, sofern sie von einem seriösen Hersteller sind, auf jeden Fall gegeben. Und da stehen selbstverständlich auch etliche andere Hinweise, inwiefern man eben das Sonnenschutzmittel anwenden soll, wie man das aufträgt, dass man eben nochmal nachtragen soll, wenn man beispielsweise schwimmen war oder ob dieses Sonnenschutzmittel wasserfest ist. Das findet ihr bei den meisten Tagescremes tatsächlich nicht auf der Verpackung. Aber, und hier will ich jetzt auch mal was Positives anmerken und nicht nur darüber meckern, dass Tagescremes keine Sonnencremes sind. Denn wenn ihr eine Tagescreme habt, mit der ihr wunderbar zurechtkommt und die ihr in der entsprechenden Menge auftragen könnt, dann ist das immer noch besser, als gar keinen UV-Schutz zu verwenden. Das war's schon mit meinem kleinen Exkurs zum Thema Tagescremes mit integriertem UV-Schutz. Ich hoffe sehr, dass ihr etwas für euch mitnehmen konntet und dass ihr eventuell etwas Neues lernen konntet. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da, teilt es mit euren FreundInnen, KollegInnen und euren Lieblingsmenschen, da würde ich mich sehr darüber freuen und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal.